Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid fresh drauf. Es hat gerade ein bisschen geregnet, aber das ist auch nicht schlimm. Wir sind immer gut gelaunt und geben Gas. Und es geht heute darum, warum du niemals zu nett sein solltest. Die Menschen, die zu nett sind, werden es bereuen. Du wirst durch dieses Leben nicht gut durchkommen, wenn du immer zu nett bist. Was lernen wir als Kinder beispielsweise? Sei immer freundlich zu anderen. Tu immer das, was alle anderen wollen. Und was passiert? Wir ziehen das durch unser ganzes Leben. Und irgendwann lernst du eine schöne Frau kennen, einen schönen Mann kennen. Du kaufst ihr alles, was sie braucht. Du tust alles für sie, was sie braucht. Du tust alles für ihn, was er braucht. Du bist immer für ihn da. Alles gibst du hin. Und merkst dann, es hat sich nicht gelohnt, weil du abgelehnt wirst und weggestoßen wirst. Weil das nicht das Wahre war für diesen Menschen. Und fragst dich, was zum Teufel stimmt hier nicht? Meine Realität war doch, ich muss anderen Gutes tun, ihnen helfen, alles geben und dann werde ich geliebt. Aber es war doch nicht so. Warum ist diese Realität nicht real? Weil das nicht die Realität ist. Es wird uns zwar weiß gemacht, aber es ist nicht die Wahrheit. Warum ist das so? Warum ist es so, dass du, wenn du zu nett bist, du abgelehnt wirst? Stell dir mal diese Frage, wenn du investierst die ganze Zeit, in ein Business investierst, hast du auch was zu verlieren, richtig? Du hast was zu verlieren, also hast du auch Angst. Du verbindest Emotionen damit. Aber wenn du die ganze Zeit etwas kriegst, weißt du es wertzuschätzen? Schätzt du es wert, wenn deine Eltern dir immer was gekauft haben als Kind? Hast du es wertgeschätzt oder dachtest du dir so, wann kriege ich das Nächste? Wann kann ich das Nächste haben? Genauso ist es dasselbe bei Beziehungen. Wenn du die ganze Zeit nur reinsteckst, reintust, investierst bis zum geht nicht mehr, wirst du auch Angst haben, diese Investition zu verlieren. Ganz einfach. Und wenn der andere Mensch nicht investiert, wirst du am Ende leiden. Weil dieser Mensch einfach sagen kann, ach, ich habe doch eh nicht investiert, was soll ich damit, weg damit. Und du wirst die Arschkarte ziehen. Deswegen ist es wichtig, dass beide gleich viel investieren. Und wenn du merkst, der andere Mensch investiert nicht, dann weißt du, dieser Mensch liebt dich nicht. Liebe entsteht nicht dadurch, dass du investierst, sondern dass der andere oder die andere auch investieren. In dich. Dann entsteht Liebe. Und dass du investierst. Das ist das Erste. Denk darüber nach, ob du wirklich so viel investieren willst. Und ob es sich lohnt. Als zweites, belohnen diese Leute, die immer nett sind, andere, auch für ihre schlechten Seiten. Wenn jemand Scheiße baut, dann sag ihnen, dass sie Scheiße gebaut haben. Wenn sie Mist bauen, sag ihnen, dass sie Mist gebaut haben. Belohnen sie nicht noch auch dafür. Und sag, ey, cool, dass du gemacht hast, ja, super, schön, bist trotzdem super Mensch, alles easy, akzeptiere ich, nehme ich hin. Und das ist das, wenn du am Tisch sitzt und dich regt er oder sie auf, ja, dann schluck es nicht runter und sag, ich muss ein guter Mann sein, ich muss eine gute Frau sein, ich muss mich zusammenreißen. Sag deine ehrliche Meinung, wenn dir etwas an diesem Menschen nicht gefällt, wenn dieser Mensch etwas falsch gemacht hat, dann sag es diesem Menschen. Versuch es nicht jedem recht zu machen. Das ist viel, viel wertvoller, weil es ehrlich ist. Wir wollen lieber ehrliche Menschen als verstellte Menschen. Ich meine, stell dir vor, du kannst einen verstellten Menschen haben, der nicht so ist, wie er sagt, nicht so ist, wie er tut. Dann weißt du nie, woran du bist. Es herrscht immer Unklarheit in deinem Kopf. Aber dann ist dieser Mensch dort, der 80% Arschloch ist, aber ehrlich ist und immer sagt, was er denkt oder was sie denkt. Dann bist du viel besser dran, als wenn du jemanden hast, der verstellt ist. Du wüsstest niemals, was morgen passieren kann. Also herrscht immer Angst in dir. Deswegen wollen wir ehrliche Menschen. Wenn du etwas zu sagen hast, sag es frei heraus. Ehrlich. Auch wenn es negativ sein könnte. Versuch nicht jedem zu gefallen. Scheiß drauf. Davon hat die Welt genug, von diesen Menschen. Das ist das Zweite. Belohne Menschen nicht für ihre Missetaten. Für das, was sie falsch machen. Und als Drittes, sei nicht immer verfügbar. Spring nicht, wenn jemand sagt, komm, ich brauche dich. Wenn du zu tun hast, hast du zu tun. Das ist auch so eine Sache. Immer da sein für jemanden. Immer für jemanden bereitstehen. Immer alles machen für diesen Menschen. Dann weiß man es nicht zu schätzen. Wenn du Dinge zu tun hast, tu sie. Wenn sie sagt, komm rüber, ich brauche dich gerade, du musst meine Möbel tragen, dann sagst du, nein, ich habe zu tun, verdammt nochmal, wenn du was zu tun hast. Denn wir Menschen haben diesen psychologischen Effekt in uns, dass wir, wenn etwas mangelnd verfügbar ist, wir es umso mehr wollen. Wenn es viele Porsches gibt, ist es nicht mehr so viel wert. Wenn es viele Diamanten gibt, ist es nicht mehr so viel wert. Das ist automatisch in uns verankert. Wenn dieser Mensch andauernd verfügbar ist, ist er nicht mehr so viel wert. Und das ist das Ding.
Aber dann gibt es diese Leute, die so etwas absichtlich machen. Die absichtlich nicht zurückschreiben, die sich absichtlich nicht melden, die absichtlich sagen, ja, ich habe zu tun, obwohl sie gerade vor der Playsee chillen, ja, und zocken oder irgendwas anderes machen. Und diese Spielchen spielen. Auf die ist geschissen. Aber wenn du etwas zu tun hast, du musst gerade was erledigen und jemand ruft an und sagt, ey, du, weißt du, ich würde voll gern was mit dir unternehmen, dann sagst du, ich habe verdammt noch mal was zu tun. Und das sind diese 3 Dinge, die unglaublich wichtig sind. Liebe kannst du nicht kaufen. Du kannst nicht jemandem andauernd geben und glauben, dass du dafür Liebe kriegst. Wirst du nicht kriegen. Wenn der andere Mensch investiert, dann ja. Wenn der andere Mensch bereit ist, etwas zu geben, dann ja, dann werdet ihr euch verlieben. Das wird Liebe sein, okay. Als zweites, belohne Menschen nicht dafür, dass sie Scheiße gebaut haben. Wenn irgendwer auch von deinem Freund Scheiße baut, sagst du zu ihm, ey, du bist der Beste. Du bist der Coolste, Alter. Danke, wie du mich verarscht hast. Danke, wie du mich behandelst. Voll cool von dir. Sagst du das dann? Warum machst du es dann bei einer Frau beispielsweise? Warum machst du als Frau es bei einem Mann beispielsweise? Wenn du es bei deinem Freund nicht so machst. Und als drittes, sei nicht andauernd verfügbar. Spring nicht, wenn jemand sagt, komm, ich brauche dich. Sondern erledige deinen Scheiß zuerst. Kümmere dich zuerst um dich selbst. Und dann kannst du dir über den Rest Gedanken machen. Also, ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Sei niemals zu nett. Verteile auch mal ein paar Bomben, wenn es sein muss. Und lass es dir gut gehen. Bis dahin.